Hallo, mein Name ist Chris Strobel und ich zeige euch heute, wie wir die Inhaberschaft, die Ownership einer Bubble-App ganz einfach übertragen können. Wenn ihr auf Settings geht, unter Collaboration, dann seht ihr hier, dass wir in Bubble etwas Ähnliches haben wie in GitHub, nämlich ein User Rights Management. Und diese Funktion ist verfügbar im Professional Plan. Dort habt ihr dann wirklich die Möglichkeiten, alles unterschiedlich einzustellen mit verschiedenen Leuten. Was ich euch aber heute zeigen will, ist, wie man die Ownership komplett überträgt. Das ist nämlich ein kostenloses Feature. Ihr gebt einfach eine E-Mail-Adresse ein, dann klickt ihr auf Transfer und jetzt ist wichtig, dass ihr dann auch keine Funktion mehr habt, wenn ihr nicht den Professional Plan habt. Das heißt, unless you're listed as a collaborator, you will lose access to the application. Das heißt, hier ist es wichtig, ich kann das jetzt machen, weil ich quasi auf beiden Seiten bin und der anderen Person vertraue. Ansonsten ist es sehr sinnvoll, hier den Professional Plan als Agentur zu haben oder eben den Agency Plan. Ihr klickt auf Confirm. Ihr seht, jetzt ist die Applikation weg. Und wenn ich mich jetzt auslogge, wenn ich jetzt in Gmail gehe, sehe ich, dass ich von Bubble eine E-Mail bekommen habe, dass ein User mir eine Application übertragen hat. Dafür müssen wir uns einloggen, um diese zu benutzen. Das heißt, ich logge mich ein. Und wir sehen nun, wie wir selbst im neuen Account beziehungsweise im anderen Account jetzt die volle Applikation haben. Ihr seht aber auch, dass nun der andere Nutzer komplett alle Zugriffsrechte verloren hat und daher ist es sehr sinnvoll, gerade wenn ihr im Agenturgeschäft seid, entweder den Agency Plan zu haben oder den Professional Plan, um damit dann auch die Rechte ganz genau anzupassen und hier nicht den Access zu verlieren. Wenn das Ganze ein Hobby ist, lohnt es sich aber, das Ganze im kostenlosen Plan zu machen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald.